der in allen klinischen Studien sehr schön darstellbar war, dass mit der Verwendung von der Carragelose im Nasenrachenraum also insgesamt die Menge der Viren im Vergleich zum verabreichten Placebo deutlich reduzieren kann, zumindest um eine 10er Potenz oder in vielen Studien auch deutlich mehr. Je weniger Virus da ist, desto weniger Virus kann weiter infizieren, desto weniger ansteckend ist man. Können Sie da ein bisschen mehr sagen, was für Studien Sie da gemacht haben? Also es waren insgesamt 3 Studien, die wir durchgeführt haben. Es gab dann auch eine 4. Studie von einer Firma, mit der wir Partner sind. Und die 3 Studien, die wir verantwortet haben und da überblickt haben, waren in Kindern und Erwachsenen. Dann gab es eine Kinderstudie im St. Anna Kinderspital mit Kindern, die im Durchschnitt ungefähr 4 bis 5 Jahre alt waren. Und dann gab es eine Studie im AKH mit auch wieder Erwachsenen, wo ca. 200 Patienten behandelt worden sind. Und immer mit dem Ziel, bereits erkrankte Personen zu rekrutieren, um die Wirksamkeit im erkrankten Fall zu studieren. Und der Outcome war eben schnellere Erholung der Patienten, die Symptome gehen schneller weg und die Krankheitsdauer bzw. die andauernden Symptome sind kürzer. Es war immer Erkältung bzw. grippale Infekte. Wir kommen gar nicht dazu, das Video fertigzustellen und schon kommen die nächsten Breaking News herein. Eine Studie in Argentinien bringt das Ergebnis, dass Carragelose präventiv gegen Covid-19 wirkt. Herr Grassauer, Sie sprechen von einer 80-prozentigen Wirksamkeit. In Ihrer Studie sind 394 Probanden. Andere Studien umfassen oft 20.000 Teilnehmer. Wie lassen sich diese beiden Zahlen vergleichen? Ja, da muss man sozusagen immer wissen, was man mit was vergleicht. Und in den Studien wird immer ein Placebo mit einem Verum verglichen und eine prophylaktische Studie mit einem Produkt wie der Carragelose unterscheidet sich fundamental von einer Impfstoffstudie, wo es ja unter anderem auch um Sicherheitsdaten geht, die bei der Carragelose kein Thema sind, weil das ja etabliert sind. In unserem Fall, in der Studie in Argentinien, war es so, da ging es um Gesundheitspersonal, die 1 Monat lang 4-mal täglich, entweder mit einem Carragelose-Nasenspray oder mit einem Placebo, sich zusätzlich zu den Maßnahmen, die im Krankenhaus ohnehin erfolgen, geschützt haben. Und was rausgekommen ist, dass sich in der Placebo-Gruppe 5% der Menschen mit an Covid-19 erkrankt sind, das mit einem PCR-Test bestätigt wurde, während sie in der Carrageenan-Gruppe nur 1% waren. Wenn man das insgesamt durchdividiert, kommt man zu einem Schutz von 80%, allerdings mit einem sehr hohen Konfidenzintervall. Sie sind mit der Carragelose bereits seit mehr als 10 Jahren am Markt. Könnte man daher sagen, wir wissen, dass es wirkt, Nebenwirkungen sind praktisch nicht vorhanden, wir geben es hinaus, wir bringen es unter die Leute, wir können nichts verlieren, wir können nur gewinnen. Sie haben völlig recht, der breite Einsatz von so einem Produkt, dem steht eigentlich nichts im Wege. Es gibt eine Zulassung in der Europäischen Union, es gibt die entsprechenden Sicherheitsdaten von mehr als 10 Jahren und über 15 Millionen verkauften Einheiten. Wir wissen, dass es sicher ist und jetzt wissen wir auch, dass es wirksam in der Prophylaxe von Corona ist. Könnte die Carragelose unter Umständen in den Schulen und Kindergärten eine Weichenstellung bringen? Für unsere Kinder gibt es überhaupt keine Impfungen und für die es definitiv in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren, keine Schutzimpfung geben wird. Das heißt, hier haben wir ein Riesenpotenzial, mit relativ einfacher und sicherer Maßnahme etwas zu tun und wir können es vor allen Dingen sofort tun. Wir brauchen nicht auf irgendetwas warten, sondern es gibt diese Produkte, sie sind zugelassen, sie sind sicher und man kann sie einsetzen, nämlich sofort. Wenn man nun Carragelose in Schulen für Schüler und im Kindergarten anwenden würde, wie würde das praktisch aussehen? Also wir haben ja eine klinische Studie auch schon durchgeführt mit Kindern, damals mit dem St. Anna Kinderspital. Wir haben damals das Präparat 3-mal täglich gegeben. Wir wissen, wenn wir einen Zustand herstellen im Mund und wir zum Beispiel durch Lutschen einer Pastille, dann das Virus, das durch den Speichel, das Vorhandensein von der Carragelose im Speichel neutralisiert wird, dann wird dieses Virus nicht mehr ansteckend sein.
es laufen derzeit 2 Studien in Gesundheitspersonal, eine in Wien und eine in Großbritannien. Man muss sagen, Impfung ist natürlich immer bei einer Infektionskrankheit ein Mittel der Wahl, das ist keine Frage. Man sollte natürlich auch berücksichtigen, dass zum Beispiel Kinder unter 16 Jahren aus jetziger Sicht nicht geimpft werden können, weil es keine Studiendaten dazu gibt. Und das ist auch ein recht großer Anteil in der Bevölkerung, der da einfach rausfällt. Es ist ja schon seit Jahren auf dem Markt. Mhm. Man kann auf jeden Fall sagen, die Nebenwirkungen sind bekannt. Ja, also wir haben ja jedes Jahr die Verpflichtung, Nebenwirkungen zu betrachten, weltweit. Man kann sagen, dass wir jetzt Daten haben, die sind auch publiziert inzwischen, dass wir weniger als eine gemeldete Nebenwirkung pro 100.000 verkaufte Stück Produkt haben. Also es ist eine extrem niedrige Menge. Dass die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene uns jetzt auf die Empfehlungsliste genommen hat und das jetzt dem Krankenhauspersonal in Deutschland empfiehlt. Und das ist keine Organisation, die das einfach so macht, sondern die haben sich schon die Daten und Fakten angesehen. Die Medizinprodukte haben die grundlegende Eigenschaft, dass ihre Wirkung auf einem physikalischen Wirkmechanismus beruht. Und genau das ist bei der Carrageenose der Fall. Es gibt also keine pharmakologische Wirkung, wo das auf einen Rezeptor oder auf irgendein Protein oder eine Funktion hemmt oder stört, sondern es ist so, dass es eine unspezifische breite Wirkung ist. Man muss sich das vorstellen, wie wenn Sie eine Klette in Wolle einwickeln würden, wickeln wir die Viren ein in das Polymer. Und die Konsequenz ist, ähnlich wie die Klette dann nicht mehr auf dem Pullover hängen bleiben kann das Virus nicht mehr an der Schleimhaut oder an der Zelle, der Zielzelle haften bleiben. Auf gut Deutsch, es ist verklebt worden und dieses Verkleben führt dann einfach dazu, dass die Infektion nicht passieren kann. Und das ist unabhängig davon, ob das jetzt ein Coronavirus des neuen Typs ist oder ein Coronavirus des alten Typs, ein Rhinovirus, ein Influenza-Virus oder was auch immer für ein respiratorisches Virus. Und es ist ein reiner physikalischer Wirkmechanismus und deswegen war es auch als Medizinprodukt zu entwickeln und sind wir auch so vorgegangen. Okay, und kann es da einen Gewöhnungseffekt mit der Zeit geben, dass man sagt, okay, irgendwann wirkt der Nasenspray nicht mehr? Nein, es kann eigentlich nicht passieren. Also es ist nicht so wie ein typisches Nasenspray, das zur Abschwellung eingesetzt wird. Das ist ja ein Arzneimittel, wo es Gewöhnungseffekte gibt. Das Nasenspray mit Carrageenose wirkt ausschließlich auf die Viren und nicht auf irgendeine Zelle im Körper von Menschen. Es geht auch nicht rein in den Körper. Und wir haben auch Studien gemacht, um zu testen, ob Viren diesem Wirkmechanismus entkommen können. Sprich, ob sie so weit mutieren können, dass sie dann nicht mehr gehemmt werden können. Wir konnten keine Escape-Mutanten züchten, wie die heißen. Das liegt wahrscheinlich eben an dieser unspezifischen Wirksamkeit, die das Auftreten von diesen Mutanten nicht ermöglicht.